Hallöle und herzlich willkommen in unserem offiziell genehmigten Tiny House. Ich bin Luise. Hi, ich bin Lukas und das ist Ilvi und schaut gerne mal bei uns rein. So, wenn man bei uns ins Haus kommt, dann ist man eigentlich schon mittendrin. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, alles auf 18 Quadratmeter. Und hier am Anfang befindet sich im Flur unsere Garderobe mit einem selbstgebauten Schlüsselbrett mit Jacken und Schuhen. Neben dem Flur ist eigentlich hier direkt unser Büro. Hier haben wir einen Drucker und unsere Dokumente. Genau, hier haben wir einen Fernseher, der an der Wand hängt, den kann man dann rausziehen und kann dann im Wohnzimmer Fernsehen gucken. In unserem Büro haben wir auch unsere Teller versteckt, die brauchen auch irgendwo Platz. Genau, und zwischen Büro und Garderobe haben wir noch so einen Vorratsschrank reingebaut, der ist dann quasi für die Küche. Anders als man vermuten würde, haben wir keine Campingküche eingebaut. Uns war das einfach wichtig, eine große Küche einzubauen, eine Einbauküche einzubauen. Einfach alles zu haben, was das Herz begehrt, weil wir sehr gerne selber kochen. Wir haben auch einen Backofen, ganz normalen Kochfeld ohne Geschirrspülmaschine. Und hier haben wir noch eine alte Kaffeemühle, die habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Die ist auch noch im Einsatz. Von der Küche einen Schritt weiter sind wir dann direkt im Esszimmer. Und das ist ganz praktisch, hier können wir zu zweit wunderbar sitzen. Wenn wir aber mal 2 Leute einladen, dann muss man den Tisch ein bisschen umbauen. Luise, hilf mir mal. Zack, können wir schon einen entspannten Abend genießen zu viert. Ja, die Idee zum Tiny House hatten wir im Sommer 2020. Da waren wir mit unserem Campervan im Italienurlaub und haben einfach festgestellt, wir brauchen nicht so viel Raum, wir wollen ein eigenes Haus, in dem Fall ein Tiny House, und haben dann online nach Bauwägen geguckt. Genau, wir haben in Summe auch 3 angeschaut und der 3. wurde es dann. Das war dann der hier, der hat uns am besten gefallen. Genau, es war praktisch Liebe auf den ersten Blick. Und wir haben dann unseren Eltern abends erzählt, dass wir mal kurz ein Haus gekauft haben und haben den Bauwagen dann auch in der Nacht- und Nebelaktion bei meinen Eltern in den Garten gestellt und da haben wir auch angefangen, den dann auszubauen. Wir haben auch zum Beispiel diesen wunderschönen Boden hier aus einem alten Haus rausgerissen. Der knarzt auch so schön, wenn man drüber läuft. Es ist ein bisschen wie auf einem Boot. Das hat dann richtig Charakter. Und genau wie mit den Sachen war es mit allen anderen, egal wie oft man misst, egal was man misst. Das ist immer ein bisschen schief, ein bisschen krumm, weil Holz sich halt einfach bewegt. Und alles am Tiny House ist eigentlich individuell. Also man findet auch ganz wenige Infos und muss sich selber da so ein bisschen improvisieren und durchkämpfen und am Ende kam halt das hier raus. Ich mache auch gern Musik und ich wollte da nicht drauf verzichten, deswegen hat der Lucke mir zu Weihnachten dieses schöne Brett für mein Musikstudio geschenkt, was mit Seilzug funktioniert. Darüber habe ich mich sehr gefreut und das kann man dann einfach runterlassen. Bei mir ist es nämlich schon mal passiert, dass es runtergeknallt kam, deswegen ist es zu zweit auf jeden Fall besser. Und dann hat man kurzerhand ein Musikstudio im Tiny House. Kommt mal mit, ich zeige euch mal das Schlafzimmer. Jetzt sind wir schon im Schlafzimmer. So schnell geht's. Genau, hier haben wir uns entschieden, tatsächlich ein ganz normales Bett zu installieren, weil wir kannten das aus dem Campingurlaub, dass wir immer das Bett aufbauen mussten und morgens wieder abbauen mussten. Und das fanden wir so nervig, dass wir einfach wollten, dass das Bett wirklich einfach dasteht und man sich jederzeit hinlegen kann. Das Bett haben wir dann auch noch klug genutzt als Stauraum. Also hier unten sind unsere Klamotten verstaut. Kann man dann eine Schublade rausziehen und dann hat man alles da drin, was man braucht.
Und was auch ganz schön ist, wir haben hier direkt am Bett haben wir ein Fenster und können dann abends den Sonnenuntergang anschauen. Evi schläft auch da auf diesem Sessel und als Kleiderschrank haben wir noch diese Konstruktion hier gebaut. Das sind ganz einfache Bretter, die man sonst aufs Sofa legt, um sein Getränk abzustellen. Die kann man dann so nach oben rollen und hat dann hier auch sogar Bügel. Hier sind auch noch T-Shirts. Alles schön versteckt und verstaut, weil die Küche ist ja direkt nebenan. Und die Gerüche ziehen natürlich auch in die Klamotten und das haben wir damit jetzt verhindert. Ja, viele Leute fragen uns im Winter, wie wir hier eigentlich heizen, und wir wollten am Anfang so einen schönen romantischen Kachelofen hier einbauen. Das wäre aber echt nicht gegangen wegen dem Ofenrohr. Das hätte 14 Meter hoch sein müssen, um den Abstand zu den Nachbarn zu gewährleisten. Dann haben wir uns für eine schöne Infrarotheizung entschieden. Die funktioniert mit Strom. Die kann man auch wie jede moderne Heizung übers Handy steuern. Und man kann sie auch als Tafel beschreiben. Das ist auch ganz schön. Dieses Fenster hier ist auch noch eine Besonderheit im Tiny House, genau wie unsere Tür. Ist es nämlich eine Maßanfertigung, weil alle Maße sind unterschiedlich im Tiny House und außerdem geht es platzsparenderweise auch nach außen auf. Und beim Frühstück können wir raus ins Grüne schauen. Wir hatten das Riesenglück, dass meine Familie dieses Grundstück noch hatte, und das Grundstück wäre eigentlich viel zu schmal gewesen für ein normales Einfamilienhaus, und deshalb war es perfekt für unser Tiny House, weil wir die Abstände zu den Nachbarn einhalten mussten. Und wir hatten dann unsere ganz eigenen Vorstellungen, wie das Haus aussehen soll und wie alles werden soll. Das Landratsamt hatte andere Vorstellungen. Um eine Baugenehmigung zu erhalten, mussten wir dann nämlich Geschosszeichnungen einreichen, Zeichnungen von innen, vom Lageplan, Statiken. Und letztendlich haben wir es dann geschafft, dass es offiziell genehmigt werden konnte mit Baufreigabeschein nach fast einem Jahr und vielen Telefonaten. Dann kommt mal mit in unser 2,5 Quadratmeter Bad. Wir haben hier ein Türschloss der etwas anderen Art. Und die Tür wird dann von unserem Handtuchhalter festgehalten. Hier haben wir eine Trockentrenntoilette, weil die Anschlüsse waren etwas zu klein für eine normale Toilette und außerdem spart sie auch noch Wasser. Und das Besondere an diesem Bad sind auf jeden Fall die Fliesen. Die sind nämlich aus Kunststoff, weil unser Haus hat sich ja noch bewegt, nachdem wir das fertig gebaut haben. Und damit die Fugen und Fliesen nicht aufreißen, muss das eben Kunststoff sein. Es war auch gar nicht so leicht, sowas im Baumarkt zu finden. Am Tag des Umzugs war es dann so, das Tiny House stand ja im Garten von meinen Eltern, und wir haben das mit einem Bulldog dann hierher fahren lassen. Dann hat es noch angefangen zu regnen. Da waren wir extrem nervös, weil der Kran hat dann das Tiny House hochgenommen. Das schwebte dann hier über uns und wir mussten es dann millimetergenau auf diese Stahlträger draufsetzen. Die sind nämlich auch maßangefertigt und waren aber schon 2 Wochen vorher hier da. Die Teile wiegen zusammen über 2 Tonnen. Und da mussten wir das wirklich millimetergenau vom Kran hier absetzen, damit es hier an diese Stellschrauben dran kommt. Und jetzt steht es aber fest und wackelt auch nicht mehr, weil wenn es auf den Reifen stehen würde, würde das Haus die ganze Zeit ein bisschen wippen. Und dafür haben wir hier jetzt noch so einen lustigen Raumtrenner im Garten. Dann kommt mal mit in unseren Garten. Hier bauen wir zum Beispiel Knoblauch und Erdbeeren an. Und ja, hier ist unser Garten, das ist quasi unser zweites Wohnzimmer. Sobald es ein bisschen wärmer ist und die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sitzen wir eigentlich jeden Abend hier auf unserer Veranda, putzen da auch mal Zähne, und die Tür ist eigentlich ständig offen. Das heißt, unser Raum von 18 Quadratmeter wird plötzlich 10-mal so groß und wir haben diesen wunderschönen Garten.
sitzen hier abends zu zweit oder auch mit Freunden, grillen mal, hüpfen vielleicht mal auch in den Pool. Und was zusätzlich dazu kommt, ist dieses schöne Gartengrundstück. Mein Opa hat hier schon immer Tomaten angebaut und ich habe mir jetzt eben auch noch hier ein Tomatenhaus hingestellt. Da pflanze ich dann hier die Tomaten an und es kommt auch noch ganz viel anderes Gemüse dazu. Wir haben auch nicht nur Pflanzen, sondern noch ein paar Tiere. Die sind da unten in unserem kleinen Bauernhof. Unter unserem Tiny House befindet sich die Garage und in der ist unsere Waschküche. Und die zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit rein. Wir haben uns nämlich den Luxus einer Waschmaschine und eines Trockners gegönnt. Die stehen da hinten, hinter dem Traktor von Lokis Onkel. Da muss man sich dann manchmal ein bisschen hinschlängeln, aber es geht schon. Und für uns bedeutet auch das Tiny House Leben nicht, dass man sich immer weiter verkleinern muss, sondern wir machen es einfach so, wie es für uns passt. Genau, neben der Waschküche befindet sich in der Garage auch die Strom- und Wasserinstallation und führt eben zu unserem Tiny House nach oben. Ja, wir haben ja alles, was wir brauchen zum Leben und sind mega glücklich hier. Das Einzige, was uns vielleicht ein bisschen fehlt, ist, dass man im Winter nicht so viele Freunde einladen kann, wie man gerne würde. Aber ich würde sagen, das ist trotzdem unser absolutes Traumhaus, gell? Ja, weil wir sind mitten in der Natur, haben unser eigenes Haus selbst ausgebaut und würden es nicht wieder anders machen. Wir hoffen, euch hat die Tour durch unser kleines Zuhause gefallen. Wenn ihr weitere Videos über spannende und coole Häuser sehen wollt, dann klickt doch einfach hier oder hier und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss! Ciao!